Hi und danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier auf GG Reaction zu einer neuen K-Pop Reaction. Obwohl neu ist nur die visuelle Ansicht jetzt hier. Und zwar Superboard. Hören wir uns nochmal an. Stray Kids haben jetzt ein Video dazu veröffentlicht. Und auf den Song habe ich ja schon reagiert. Deswegen habe ich jetzt auch hier die Untertitel. Lasse ich komplett weg bei dem Song. Wir haben jetzt schon auf den Song an sich reagiert. Jetzt können wir uns voll und ganz dem Musikvideo widmen. Und ich bin gespannt. Ich habe das Lied ja extrem abgefeiert, besonders diesen einen Beat-Part, der so extrem Oldschool-Vibe hat. Und ich hoffe, das kann das Video auch ein bisschen vermitteln. Ich bin guter Dinge. Das ist schon mal ein sehr schönes Bild. Wir starten direkt mit dem Video, nachdem ich euch natürlich mitgeteilt habe. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, um in Zukunft nichts zu verpassen. Und aktiviert auch gerne die Glocke, damit ihr benachrichtigt werdet, sobald ein Video online ist. Wir springen jetzt rein in den Song. Ich muss dann gucken. Sound ist alles gut. Sound ist super. Und wir starten. Ich habe das Lied schon so oft gehört. Das ist schon mal Retro. Das ist Oldschool. Man sieht einen alten Fernseher, einen alten Röhrenfernseher, einen kleinen alten Röhrenfernseher. Daneben ein Walkman mit den typischen 90er Jahren Kopfhörern. Ich hatte auch damals so einen. Aber ich hatte nie wirklich einen Walkman. Ich hatte damals dann immer einen Discman gehabt, aber einen ohne Rumble-Funktion. Also ich war dann im Bus auf dem Weg zur Schule und hatte dann immer meinen Discman gehabt, um CDs zu hören. Und sobald eine kleine Wohnwelle war, man hat noch ein bisschen gewackelt, hat dann immer die Musik ausgesetzt. War kacke. Dennoch eigentlich cool, dass man CDs hören konnte. Und Fingerboard. Wer hatte damals nicht ein Fingerboard? In welchem Alter, wie alt seid ihr eigentlich? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Was ist euer Alter? Ich bin ja schon 37. Was ist euer Alter? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Und wenn, hattet ihr damals auch ein Fingerboard? Habt ihr vielleicht heute noch ein Fingerboard? Ich hatte es damals gehabt und ich konnte einfach nur hin und her und konnte vielleicht so ein bisschen machen, aber das war's. Aber es gab ja Leute, die konnten damit richtig Tricks machen. Richtig cool. Konnte ich nicht, aber hatte ich auch gehabt. Oh, da rollte sogar noch ein Skateboard runter. Ah, rechts. Fährt schön so die Pipe runter jetzt hier. Ui, und knallt gegen den Fernseher. Seht ihr das? Oh, schöne Bilder schon. Oh, das sah cool aus, das sah cool aus. Erstmal hier, okay, wie das Board durch die Fensterscheibe fliegt mit einem schönen Blitzeffekt. Okay. Aber dieser Raum, der gefällt mir sehr. Der gefällt mir wirklich sehr. Oh, ich liebe diesen Beat. Da ist so ein Halfpipe, aber wir sehen so viele Sachen auf jeden Fall. Hier so ein Punk-Style, das Auto angesprayt. War damals auch extremst verbreitet, so ein Stil. Ich mag die Visualisierung. Ah, ein Arcade-Automat. Arcade-Automat natürlich auch. Ich meine, gibt es heute noch, aber nicht mehr so vertreten, wie es damals war. Selbst in einem kleinen Ort, wo ich lebe, gab es mal so eine gab es auch Arcade-Automaten. Und die gab es damals auch vermehrt in so Imbissbuden. Arcade-Automaten gibt es gar nicht mehr. Aber das ist eine
recht modern, obwohl. Achso, das ist so Guitar Hero ist das. Okay. Sehen wir sonst noch da? Ein Bett, ja, noch eine Gitarre an der Seite, ein Kühlschrank, rechts nochmal ein Board, woran Toilettenpapier hängt. Webrolle. Aber jetzt hier mit Lino. Und auch, Kindheit. Einkaufswagen. Ich habe immer irgendwas mit Kack-Einkaufswagen gemacht. Wir haben immer Scheiße gebaut mit Einkaufswagen. Damals. Immer. Oh. Schöne Perspektive. Aus dem Arcade-Automaten quasi raus. Oh. Das ist ein schönes Bild. Wir hören nachher einmal nochmal komplett den Song von vorne bis hinten. Ohne irgendeinen Ton, dass wir einmal das Musikvideo nochmal so sehen. Aber es ist auch ein sehr schönes Bild. Das kann ein Cover sein. Das sieht richtig geil aus. Mir gefällt dieser gekachelte Raum extrem. Der ist so minimalistisch, aber trotzdem irgendwie cool. Ich weiß nicht warum. Diese schwarz-weißen Kacheln, die dann beleuchtet sind, die weißen. Dann die Boxen an den Seiten, die besprayt sind, die eigentlich komplett weiß sind, aber dann halt mit diesem rot-blauen Spray verziert wurden. Dann einfach nur Schlagzeug, Gitarre drin. Cool. Oh, da hinten, wie es dann brennt. Der Funken schlägt. Aber auch schon wieder so eine Einblendung. Das hatten sie auch. Bei Case 143 hatten sie es ja auch gemacht, wo eine rausgeschnittene Szene, hier in dem Fall jetzt hier Yunjin, reinkommt. Ich sehe gerade so viele Dinge aus Kindheit, ne? So eine Couch hatte ich, glaube ich. Hatte ich auch so eine Ledercouch. Also so eine, wenn ich das sehe, so dass da überall die einzelnen, weil die schon so abgenutzt ist und man schon so die Knickfalten alles drin sieht. Und dann natürlich hier so Buchstaben. Kellogg's ist das jetzt hier? Gut, ich hatte mal Buchstabensuppe. Oh. Das sieht aus wie so der Fernseher, ne? Sehen wir aus wie so ein ganz alter Röhrenmonitor, wie ich sie damals auch hatte mit meinem 486er PC. Dann die ganzen Skateboards oben. Ah, übrigens, sehr geil. Die Skateboards. Die Rückseiten sind die einzelnen Mitglieder hier, einzelnen Crews. Hier ist der Jang Bin. Ich kann es genau nicht sehen. Ist das Jung Min? Sieht man ein bisschen schlecht. Ich habe auch schlechte Augen, ne?
Hier ist, glaube ich, Lino. Boah, kann man schlecht erkennen. Stray Kids everywhere, all around the world. Super Pizza. Ey, mir gefällt die Visualisierung des Songs perfekt eingefangen. Gibt mir sehr viele gerade so Kindheitserinnerungen. Dieses Video. Und ich höre da jetzt nochmal komplett einfach jetzt vorne bis hinten. Hören wir jetzt nochmal in den Song rein und ich lasse jetzt einfach nochmal genießen und gefällt mir. Der Song gefällt mir sowieso schon und mir gefällt der Beat so derbe. Ah, ne. Fly high to the sky, not gonna stop until the day I die. Rising up to the sun, yeah, you can call it my heart. 변하잖아, oh baby tonight, oh. 쫓는다면 헛고생 닥쳤던 길 결국 지붕만 쳐다봐. 나라라 슝 superboard, 나라라 슝 superboard, 나라라 슝 superboard, 나라라. Superboard, 날아가 슝 Supermode, 날이나 슝 Superroad, 날아라. 꽉 막힌 도로 위 ቁ꾸만 뺏기 답답해 날아가는 듯한 택배 꿈에게 나를 배달 중 로켓 배송이게 내 타로 내 발 밑에 hoverboard 그 밑에는 비상사태 위를 밟는 비상중 그 감을 느껴 기분은 loco 용기는 달달해 Loco! Das sieht auch so cool aus mit den Funken. Oh, gefällt mir. Da muss ich noch eben stoppen. Diese Bombe, wenn ich jetzt diese Bombe hier sehe, mit dem Boom drauf, bekomme ich jetzt schon wieder Erinnerungen an meine Kindheit über ein Spiel, was ich so gern gespielt habe, was ich mir sogar geholt habe. Einen Blick, ich hole das mal eben ganz kurz. So, nämlich ein Spiel, wo man auch einer Zündschnur hinterherrennen musste für den Super Nintendo, damit die Bombe nicht explodiert. The Crazy Chase. Ey, ich habe das Spiel so derbe geliebt gehabt, dass ich mir das unbedingt wieder für den Super Nintendo holen musste. Und das ist einfach nur, das ist Kindheit von mir. Das ist meine Kindheit gewesen. Diese Spiele. Und diese Bombe erinnert mich jetzt voll dran. Und ich glaube, ich werde nach der Reaction hier erstmal meine Super Nintendo anschmeißen und nochmal eine Runde versuchen, das nochmal durchzuspielen. Sind ja nur, glaube ich, 4 Level oder so. Habe ich jetzt irgendwie voll Bock drauf. Dann habe ich jetzt diesem Video zu verdanken. Ich hätte jetzt nie irgendwie an das Spiel jetzt wieder gedacht. Geil. Geil, geil, geil. 그는 놈 위에 우리 나는 놈 노려봐도 안 달라져 단마른 하늘에 내 벼락 우리가 휘몰아친다 쫓는다면 헛고생 닥쳤던 게 결국 지붕만 쳐다봐 Go high, fly high Go high, fly high 날아라 슝 superboard 날아라 슝 superboard 날아라 슝 superboard 날아라 날아라 슝 superboard 날아가 슝 superboard 날리나 슝 superboard 날아라. Oh, ich finde das so klasse, das Video. Es gefällt mir gerade so, weil das mir so viele... Ja, es macht einfach Spaß, wie es hier oben steht. Have fun. Das Video macht einfach Spaß.
Steckt so viele Kindheitserinnerungen gerade. Sei es hier so wie die jetzt da gerade. Damals war ich auch auf dem Skateboard. Ich konnte nicht skateboarden, aber ich habe meistens mich auf dem Knie draufgestellt und bin dann einfach so. Aber wir waren, also damals bester Kumpel und ich sind auch immer mit dem Skateboard raus gewesen. Wir haben auch immer einen Einkaufswagen irgendwie genommen und sind damit irgendwie, dass einer sich reinsetzt, der andere hat den dann, keine Ahnung, sogar meistens in die Büsche rein, was einfach dumm war, aber egal. Ey, wir hatten nur so Kacke gebaut. Das erinnert mich gerade vollkommen daran. Da hatten wir nicht hier diese Ablenkung und so weiter. Nein, waren wir draußen. Geil, 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 geil. Wow, wie gefällt euch das Video? Ab in die Kommentare damit, auch mal gerne euer Alter, wie gesagt, schreibt es mal gerne, ob ihr auch damit relaten könnt, was da so im Video gezeigt wurde. Würde mich interessieren. Und jo, das war's für die heutige Reaction. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal, euer Patrick und ciao, ciao.